Hallo Retro-Freunde und willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video geht es diesmal mysteriös zu, denn ich begebe mich auf Zeitreise und ich war bei Seatoys und habe mir dort nochmal ein bisschen Masters of the Universe Vintage Stuff mitgenommen. Bevor wir loslegen, solltet ihr noch kein Abonnent sein, klickt doch mal auf mein Kanallogo, abonniert den Kanal und verpasst somit kein neues Video mehr. Ja, wie gesagt, ich begebe mich jetzt auf Zeitreise und das kam nämlich so. Ich habe in einem meiner letzten Videos, in einem Collection Update Video von Marshall Bravestar, von einer meiner Lieblings-Cartoon-Serien aus den 80ern, direkt nach Masters of the Universe rausgekommen, einen Neutra-Laser präsentiert. Den sieht man auch hier hinten, glaube ich, noch so ein bisschen im Bild. Ja, daraufhin hatte mich der gute Stefan angeschrieben und sagte: Geiles Teil, ich habe auch Bravestar-Figuren zu Hause, eventuell möchtest du was davon haben. Und so kamen wir dann ins Gespräch, haben uns ein bisschen ausgetauscht. Dann ging es darum, dass er noch das ein oder andere Masters of the Universe Teil zum Abgeben hat. Auch da haben wir noch mal ein bisschen drüber gesprochen, haben ein bisschen getextet. Und vielleicht zur Erklärung, der Stefan hat auch einen YouTube-Kanal, und zwar Zodax Zeittresor. Masters of the Universe Kanal hoch 10, ja, klickt mal rein, schaut euch mal an, gebt den Videos ein Like, gebt denen ein Abo. Ich kann nur sagen, richtig cooler Kontakt, richtig geiler Kanal, macht Spaß, die Videos anzuschauen. Er hat so eine richtig schöne nordische Art, ja, also gefällt mir sehr gut. Sie sind, denke ich mal, auf einer relativ, auf einer Wellenlänge, will ich mal sagen. So, wie gesagt, Zodax Zeittresor. Er hat gesagt, hier, nachdem wir das alles geklärt haben, ja, ich schicke dir ein Paket zu. Und auf dem Paket ist dann, mein Paket ist das mit dem Eisbären, hat er gesagt. Und dieses Paket habe ich dann auch hier bekommen. Ja, das Paket aus der Zeit, aus dem Zeittresor. Und das möchte ich jetzt mit euch gerne mal auspacken. Ja, ich habe nur die Ränder geöffnet, ja, damit das jetzt im Video nicht so lange dauert. Und möchte jetzt einfach mal schauen, was da alles drin ist, beziehungsweise, ja, ob alles drin ist, was ich natürlich haben wollte. Davon gehe ich mal aus. Aber möchte mir natürlich auch die Qualität mal mit euch zusammen anschauen. Und dann machen wir das Ganze mal auf. Erstmal muss ich sagen, ist sehr viel Styropor bzw. Folie, Luftpolsterfolie drin, was mir schon mal sehr gut gefällt. Die muss ich dann mal kurz entsorgen. Richtig viel, richtig klasse eingepackt. Wahnsinn. Und da ist auch schon das Prunkstück, um das es ging, als erstes drin. Und das hat er auch nochmal krass, auch nochmal richtig schön verpackt. Mal gucken, ob ich den hier raus... Ja, ich kann ihn rausschieben. Und dann habe ich... sehr schön. Den Rest packen wir gleich aus. Eine neue, ja, Boxed Bravestar-Figur, und zwar den guten Sandstorm. Ja, ich finde, ja, er hat gesagt, ich habe den noch zu Hause. Ich habe mir den vor einem Jahr, glaube ich, hat er gesagt, hat er sich den geholt, wollte ihn eigentlich auspacken, war ihm aber dann doch zu schade, um es auszupacken, weil er sammelt die Figuren halt eigentlich nur lose, und hat ihn mir jetzt angeboten. Ja, und ich muss sagen, er hat nicht zu viel versprochen. Der Ganze ist klasse. Das ist die US- oder die Standardverpackung. Ja, das heißt, es ist hier, das Bravestar ist am Glitzern, sag ich mal. Ja, ich habe noch zwei Figuren, die haben die spanische Verpackung. Da ist das Bravestar matt geschrieben. Ja, und der Name ist natürlich dann halt auch auf Spanisch. Hier steht halt Sandstorm. Ja, mit dem Spray Blast dabei. Der Blister ist top in Ordnung, klebt noch schön an der Verpackung dran. Und ja, was soll ich sagen? Wieder eine Bravestar-Figur für meine Sammlung. Ja, ist sogar noch unpunched. Ja, ist richtig klasse. Richtig klasse, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, die Verpackung ist in einem Top-Zustand. Ja, nichts dran. Hier und da ein kleiner Knick, wie gesagt. Ja, aber die Figur ist von 1986, meine ich, ich müsste jetzt lügen. Ja, genau, 1986. Ja, also da kann schon mal der ein oder andere kleine Knick dran sein. Ja, aber was soll ich sagen? Gefällt mir richtig gut. Vielen Dank schon mal hier für diesen schönen Sandstorm. Den habe ich lose komplett. Jetzt habe ich ihn nochmal in der OVP. Der war noch nie ausgepackt. Ja, eine richtig schöne Figur. Und aktuell muss ich sagen, sind die Bravestar-Figuren, es gab ja nicht so viele. Die Serie war ja leider Gottes nicht so erfolgreich wie zum Beispiel die Masters of the Universe. Ja, es gab leider Gottes nicht ganz so viele
Figuren. Ja, es waren weitere geplant, die nie veröffentlicht wurden, ähnlich wie bei den Masters am Ende auch. Aber hier ging es schon nach, keine Ahnung, ich sag mal 10 Figuren, ging es schon nicht mehr weiter so ungefähr. Und die sind aktuell noch zu einem relativ humanen, wenn man davon sprechen kann, humanen Kurs zu bekommen. Ja, also ich bewege mich jetzt nicht in einem 200-300 Euro Bereich oder sowas, wie es halt bei den Masters erst losgeht mit einer Figur, die Mock, also Mint on Card ist, aber trotzdem die Karte total zerstört ist. Ja, trotzdem gehen die für 200 Euro aufwärts weg. Ja, und wenn ich halt, das einzige glaube ich ist der Marshall Bravestar oder diese Kombi-Packs Bravestar mit Tex Hex zum Beispiel drin oder der Marshall Bravestar in dieser Sonderverpackung mit dem Sheriff-Stern und so weiter. Die sind teurer, ja, aber die Standardfiguren sind echt in einem humanen Preissegment. Und ja, was soll ich sagen? Ich muss ihn mir nochmal angucken. Ja, finde ich richtig toll. Ja, die Figur hat halt hier sein, wie soll ich sagen, wie heißt es denn? Das Sprührohr dabei, ich nenne es einfach mal Sprührohr dabei, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ja, das kann ich hinten auf den Rücken so anklippen. Ja, das heißt, er kann es hinten verstauen. Ja, es ist wieder ein Stück Kerium dabei, das ist natürlich sehr wichtig. Ja. Und ein Comic mit Poster, das ist halt in jeder Figur mit drin. Die sind halt, wenn ich sie lose kriege, natürlich immer weg, die gibt es halt nicht mehr. Ja, sind halt früher in den Kinderzimmern aufgehangen worden, dann irgendwann wahrscheinlich abgerissen, weggeschmissen worden. Ja, ist alles noch hier komplett. Ja, hier unten sieht man das Kerium-Stück drin. Die Figur ist noch verpackt, also ist noch angebunden quasi hinten an der Rückseite dran. Richtig klasse, richtig klasse. Vielen lieben Dank dafür. Aber das soll es noch nicht gewesen sein. Wie gesagt, das war das Haupte. Darauf hatten wir uns eigentlich geeinigt. Und dann auf einmal sagte er, hier, ich habe auch noch ein bisschen das und das. Hast du da vielleicht auch noch Interesse dran? Ich hatte Interesse dran. Und jetzt schauen wir mal rein, was noch drin ist. Und zwar, mal gucken, wie kriege ich es am besten raus, ohne dass ich irgendwas kaputt mache. Ja, perfekt. Da haben wir noch was. Dann legen wir das mal beiseite, die Kiste. Und dann schauen wir mal rein. Jawohl, sehr schön. Und als erstes habe ich hier nochmal ein Masters of the Universe Buch. Und zwar ein Lady Bird Buch. Ja, auch das hat er gesagt, braucht er nicht mehr in der Sammlung zu haben. Ich dachte, hier, komm, pack's bei. Am Anfang wollte ich es nicht haben. Dann habe ich, oh, da fällt, ach herrje, da fällt was raus. Wollte ich es nicht haben. Dann hat er nochmal gefragt, du sammelst noch die Bücher und das hast du ja, glaube ich, nicht. Dann dachte ich mir, ja, eigentlich hat er recht. Verdammt, er hat recht. Und dann dachte ich mir, komm, pack's ein, mach, ja, und schick's mir mit zu. Das ist von 1985. Ja, es ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ist das ein Annual? Ich glaube nicht. Ja, es gibt ja die Masters of the Universe Annuals, da gab es ja 5, 6 Stück von. Ja. Es stand nicht immer Annual drauf, hier steht es jetzt auch nicht drauf. Auch an der Seite nicht. Ja, aber das Buch hat mir noch gefehlt. Es ist von 1985, Leute. Masters of the Universe Vintage, richtiges Vintage Masters of the Universe. Hier hinten habe ich die Ladybook, diese kleinen Bücher nochmal abgebildet. Ja, die habe ich auch alle, zumindest in deutscher Sprache. Und auch gibt es ein Video von mir zu, habe ich mir noch 2 Stück, die ich übrigens auch bei Zodax Zeittresor im Video gesehen habe. 2 Stück in englischer Sprache, die in Deutschland gar nicht rausgekommen sind. Die hatte ich mir dann auch noch zugelegt. Ja, richtig schönes Buch. Wieder Lesestoff. Dann ist was aus dem Buch rausgeploppt. Das hat er mir auch beigelegt. Richtig klasse. Richtig toll. Ich meine, das ist ich zeige es euch erstmal. Ein Poster, ein Vintage-Poster, ein Original-Poster aus den 80er Jahren. Ja, der Masters of the Universe. Ich hoffe, man sieht es jetzt so gut, dass die Kamera das auch einfängt. Ja, finde ich richtig, richtig toll. Ja, das Poster hat keine Klammerspuren in der Mitte. Ich dachte erst, das wäre ein Poster, weil hier auf der Rückseite, seht ihr, sind nochmal die Figuren abgebildet. Das ist ein Poster, was es in diesen kleinen A5-Heftchen gab, welche im Spielwarenhandel und so weiter ausgelegen haben von Mattel, wo dann halt kleine Geschichten mit den Spielfiguren abgebildet waren. Aber so wie es aussieht, war das wirklich eine Beigabe irgendwo. Ich habe keine Klammer, keine Löcher von den Klammern mit drin. Ist das nicht geil? Ein Vintage Star Wars sage ich. Wie komme ich denn auf Star Wars?
mein Gott, Star Wars finde ich auch toll, zumindest die Originaltrilogie, aber ein Vintage Masters of the Universe Poster, ja, einmal die Bösen im Kampf gegen die Guten. Ja, richtig klasse, das bekommt bei mir einen richtig coolen Platz. Ja, das werde ich aufhängen, das werde ich wahrscheinlich einrahmen. Richtig toll, vielen lieben Dank dafür. Dann hat er mir noch was beigepackt, und zwar einmal den Too-Bad. Hallo, ich bin Too-Bad. Eine Too-Bad-Maske. Finde ich richtig toll. Ja, hier sind sogar noch die Löcher, sind noch nicht durchgestochen, da wo normalerweise der Faden oder das Gummi halt drankommt, damit man sich an ja, vors Gesicht klemmen kann, sage ich mal. Ja, finde ich richtig toll. Eine Too-Bad-Maske habe ich schon, allerdings ist die von der Qualität her, beziehungsweise vom Zustand her, ich hatte es mir mal angeguckt, nicht so gut wie diese hier. Deswegen habe ich gesagt, hier packen wir die auch mit rein. Und eventuell werde ich halt meine Too-Bad-Maske dann hier irgendwann in ein Gewinnspiel machen. Oder ihr sagt, ihr möchtet sie haben, da werden wir uns mit Sicherheit einig. Noch eine Maske, und zwar Evelyn. Und die Evelyn, wie sie für mich sein muss, nämlich mit dem gelben Körper. Ja, nicht die 2000Xer, sondern auch eine Vintage-Maske von der Evelyn, so wie sie als Figur zuerst rausgekommen ist. Ja, und das ist für mich die Evelyn, wie sie sein soll. Ja, das ist halt einfach meine Kindheits-Evelyn und das wird sie auch immer bleiben. Vielen lieben Dank für diese Maske. Und eine dritte Maske habe ich auch noch bekommen. Und zwar ist das der gute Mossman. Ja, Leute, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie viele Masken es denn gab und welche es gab. Ja, ich habe noch den Hordak King Hiss, wobei ich glaube, das ist sogar eine Wendemaske, wo Hordak und King Hiss Hordak auf der einen, King Hiss auf der anderen Seite ist. Dann habe ich noch die Chrysalor Maske, wie gesagt, den Too-Bad habe ich. Und ich meine, natürlich gab es die He-Man und die Skeletor Maske, die habe ich leider nicht. Also wenn ihr die loswerden wollt, schreibt es mal in die Kommentare oder schreibt mich an. Genauso wie gesagt, wenn ihr wisst, dass es noch andere Masken gibt, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, auch das schreibt mal in die Kommentare, lasst es mich wissen, weil die brauche ich auch noch. So, jetzt hat er noch was beigepackt und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich glaube, das war es nämlich eigentlich. Und er hat echt noch was beigepackt, was ich wovon ich nichts wusste. Und geil, vielen lieben Dank. Er hat hier noch eine Postkarte reingepackt. Läuft bei dir. Ja. Und zwar hat er draufgeschrieben, 300 plus, weiter so. Besten Gruß, Stefan. Ja, vielen lieben Dank, Stefan. Freut mich wirklich. Ist natürlich bezogen auf die Abonnentenzahl. Ja. Wir hatten so ein bisschen gejuckst miteinander. Haben wir gesagt, mal gucken, wer die 300 Abonnenten schneller bekommt. Ja. Und ich habe sie dann halt erreicht. Ja, und hat halt gesagt, hier, läuft bei dir. Also, läuft bei dir. Vielen lieben Dank, das freut mich. Auch das kommt an meine Community-Wand. Ja, die füllt sich auch immer mehr. Vielen Dank. Dann hat er noch einen Flyer beigelegt. Den kenne ich noch gar nicht. Ich kenne nur einen anderen. Und zwar Los Amigos, drittes Fantreffen Hanau 2021. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Teaser-Flyer. Steht nämlich noch kein Datum drauf. Ja, vielen lieben Dank dafür. Dann hat er beigepackt, ach herrje, hier wird es ja immer mehr. Ach herrje, ein Los Amigos Fantreffen 2020 Heftchen. Ich gehe davon aus, das gab es dann zu der Convention, die ja leider Gottes, ja genau, richtig. Hier ist nochmal so die Agenda drin, ja, die ja leider Gottes nicht so, die hat zwar stattgefunden, aber nicht so, wie man es eigentlich geplant hatte. Das heißt, es gab halt kaum Zuschauer, beziehungsweise aufgrund der Pandemie wurde halt freigestellt, wer kommen will und wer nicht. Ja, das Ganze wurde halt mehr als Online-Event durchgeführt, ja, was sehr schade war. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr, das ist am 9. und am 10. Oktober, ja, diesen Jahres auch wieder in Hanau geplant. Und ich hoffe, dass es diesmal so klappt, dass ich halt auch hinfahren kann, dass ich viele Leute treffe, viele Leute von euch treffe, dass wir uns austauschen können, unterhalten können und so weiter. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir das, ja, wie gesagt, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen. Meine Karte ist auf jeden Fall gesichert, also die habe ich reserviert. Und dann habe ich hier
da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Sieht aus wie ein Comic-Heft, ein Los Amigos. Lasst Actionfiguren sprechen, Special. Ja, Call from the Deep. Ja, und hier hinten drauf steht, a non-profit sequel to the mini-comic included in the Mattel San Diego Comic Con 2019 Masters of the Universe Origins Double Pack. Achso, es gab ja von den Origins auf der San Diego Comic Con 2019 halt ein Pack mit He-Man und Prince Adam. Prince Adam, glaube ich, in dieser blauen, genau, richtig, in dieser blauen Weste, wie es halt aus dem Original Mini-Comic halt war. Und dann hat wohl die Los Amigos mit zusammen, hier Space-Figuren steht hier noch drauf, Bambino, Dioramas, ein Comic mit diesen Figuren gemacht, in Anlehnung, so wie es aussieht, an diese Comics, die ich eben erwähnt habe, die im Spielzeugladen halt auslagen, auch in der Größe. Und ein Comic gemacht, das finde ich ja mega, davon wusste ich überhaupt nichts. Finde ich richtig, richtig toll. Auch das überrascht mich sehr, finde ich richtig klasse. Und Stefan, Zodax Zeittresor, vielen lieben Dank dafür. Klasse, also auch wieder ein Stück Masters of the Universe. Ich mag auch diese Fan-Geschichten, ja, genauso wie die Motu-Fanfiction-Sachen zum Beispiel, ja, wo halt einfach Fans oder halt nicht original Mattel-Sachen rausgebracht werden. Ich finde das klasse, ich bin da leider ein bisschen fantasielos in diesen Sachen, ja, würde ich gerne auch machen, aber ich kann es einfach nicht. Ja, von daher umso mehr freue ich mich, wenn jemand das rausbringt. Es ist qualitativ echt hochwertig, wirkt es. Ja, es ist richtig klasse. Vielen lieben Dank dafür. Vielen Dank, Stefan, für die geilen Sachen. Das wandert alles in meine Sammlung. Ja, ich freue mich, das schon einzusortieren und demnächst dann halt auch das Ganze in meiner Roomtour euch zu präsentieren. Vielen lieben Dank dafür. Ja, das Zweite, was ich habe, was ich auch angekündigt habe, ich war wieder bei Z-Toys und habe Ware abgeholt. Wie viele vielleicht von euch wissen, ja, oder wer kennt Z-Toys mittlerweile nicht, ja. Z-Toys ist ein Vintage-Toy-Händler, der bei mir quasi im Nachbarort ansässig ist. Und er hatte jetzt für mehrere Wochen seinen Online-Shop quasi zwar offen, ja, aber er hat aktuell nichts verschickt, weil wir haben Umbaumaßnahmen vor Ort gehabt, ja, und zwar, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber ich glaube, wenn ihr Facebook, wenn ihr Instagram und so weiter verfolgt, dann wisst ihr es schon, ja, da wird quasi so ein kleines, ja, ich nenne es mal Ladenlokal eingerichtet, ja, für Leute wie mich, ja, oder auch für euch dann in Zukunft, wenn ihr Ware abholen möchtet. Also es ist kein großartiger Verkaufsraum, sag ich mal, ja, sondern wenn ihr sagt, wie gesagt, hier, ich möchte im Shop auch was kaufen, ja, ihr braucht es mir aber nicht zu verschicken, weil, wie gesagt, ich wohne in der Nachbarschaft, kann ich hinfahren, ja, und dann kann ich dann in Zukunft quasi in den Laden oder in den Verkaufsraum, in den Raum reingehen, ja, kann ein bisschen mit dem Christian, schöne Grüße an dich übrigens, mit dem Christian ein bisschen plaudern, vielleicht einen Kaffee trinken, ja, ein bisschen über Motu und so weiter austauschen. Und das macht er, da steckt er sein ganzes Herzblut rein, also es freut mich richtig, ja, ist ein richtig geiler Typ. Ja, wie gesagt, wenn ihr sie nicht kennt, ich mache nochmal unten in die Videobeschreibung, schreibe ich nochmal seinen Shop rein und so weiter, guckt mal da rein, ja, und schaut mal, was er für geile Sachen hat. Nicht nur Masters, auch Bravestar, auch Ghostbusters, auch WWF-Figuren und so weiter. Ja, und wie gesagt, er hat in der Zeit, wie die Umbaumaßnahmen auf dem Höchststand waren, sage ich mal, hat er nicht versendet. Ja, kann ich verstehen, ja, alles wurde gesammelt, also der Shop hat weiter bestanden, du konntest bestellen, ja, das wurde für dich reserviert, wurde aus dem Shop genommen, ja, er wurde aber nicht versandt. So, und jetzt hat er letzte Woche, glaube ich, hat er wieder gesagt, hier, wir versenden wieder und hat auch Fotos gezeigt, Massen an Paketen, die raus sind, ja, also ihr habt richtig geil bei ihm bestellt, ich auch, und habe mir dann, wie gesagt, 2 Sachen jetzt abgeholt, und zwar möchte ich euch präsentieren, einmal den Stridor habe ich mir geholt für einen richtig coolen Preis. Ich meine, das waren um die 20 Euro. Genau. Er hatte die Sachen sogar noch im Shop reduziert gehabt für die Zeit, wo er nicht verschicken konnte. Als kleines Goodie. Ja, wenn man ein bisschen länger auf seine Sachen wartet, hat man sie dann noch zum besseren Preis bekommen. Also richtig klasse.
richtig mega Shop. Ja, und wie gesagt, den Stridor habe ich schon, allerdings fehlt bei meinem der Sattel und ich habe auch hier die Bedeckung für den Kopf habe ich nicht. Ansonsten, er ist komplett. Ja, die Aufkleber sind dran. Der einzige, der Aufkleber hier vorne fehlt, aber den habe ich noch sogar. Ja, das heißt, den werde ich hier anbringen und dann habe ich einen kompletten Stridor. Wer meinen Stridor haben möchte, wie gesagt, der Sattel fehlt und hier vorne das Teil fehlt. Die Kanonen sind dran, der Schwanz ist dran. Ja, der schreibt mich an, schreibt es in die Videokommentare, schreibt mich auf Facebook oder Instagram an, kann mir was zu tauschen anbieten. Ja, oder wir werden uns über irgendwas einig, ja, und dann kann der Stridor auch den Besitzer wechseln, weil ich brauche nicht 2 Stück. Das nächste oder das zweite, was ich mir geholt habe, ist dann noch der gute Battle Ram. Auch den habe ich mir geholt mit einem Geschoss. Ja, die Abschussvorrichtung funktioniert. Ja, das Gerät ist ansonsten komplett. Ja, was fehlt, sind, wie man sieht, wie man unschwer erkennen kann, die Aufkleber. Ansonsten ist er in einem super Zustand für sein Alter. Ja, kann den ja hier rausnehmen. Für die Leute, die mit den Vintage-Sachen nicht so viel zu tun haben. Kennt ihr den? Sky Sled mit Prince Adam von den Origins. Ja, ich hoffe, dass dieses Teil hier irgendwann auch von den Origins nochmal kommt und ich dann den Sky Sled auch komplettieren kann. So, damit es endlich der vernünftige, der Vintage Battle Ram wird. Ja, und wie gesagt, wenn man es sieht, es sind keine Aufkleber dran. Habe aber gesagt, das ist gar kein Problem. Ja, denn ich habe mir auch schon mal online die Aufkleber als Nachdruck besorgt. Die sind auf Kleberfolie, ich muss sie nur ausschneiden und draufkleben. Ja, das finde ich jetzt bei den Aufklebern nicht schlimm, die müssen für mich bei diesem Teil nicht original sein. Ja, meistens sind die total verhunzt oder sind kaputt. Das ist halt bei den Aufklebern so, irgendwann lösen sie sich ab. Und die werde ich dann halt auf meinen Vintage Battle Ram draufkleben und dann habe ich halt auch wieder die Aufkleber komplett mit dabei. Ja, wenn ihr Z-Toys besucht, ja, aktuell ist es noch nicht komplett fertig, ja, aber wenn es soweit ist, wird es mit Sicherheit auf Facebook oder auf Instagram wie gesagt eine Ankündigung geben. Ja, dann bekommt ihr auch, wenn ihr vor Ort seid und ja, wie soll ich sagen, wenn ihr nett seid, auch einen Z-Toys Energy Drink, ja, für die Heimfahrt, ja, damit ihr auch mit den vielen tollen Sachen, die ihr dann gekauft habt, ja, nochmal ein bisschen Adrenalin zusätzlich bekommt. Ja, also Z-Toys hat jetzt auch seinen eigenen Energy Drink. Ja, soweit ich weiß, jetzt nagelt mich nicht fest. Wie gesagt, er wird dabei gegeben, wie gesagt, wenn ihr Sachen abholt. Ja, ich glaube, käuflich zu werben ist er nicht. Das ist halt ein Werbegeschenk. Aber vielen Dank dafür. Den werde ich jetzt auch umgehend gleich aufmachen und probieren. Und das soll es für dieses Video gewesen sein. Wie findet ihr meine Neuheiten? Was sagt ihr zu meinem Fund aus dem Zeittresor vom guten Stefan? Schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. Wie sieht es mit Z-Toys aus? Kennt ihr den Laden? Was haltet ihr davon? Wie findet ihr die Sachen? Wie findet ihr die Preise? Schreibt alles in die Kommentare, lasst es mich wissen. Ansonsten gebt dem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ja, abonniert meinen Kanal und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retro Raune.